Ich habe in letzter Zeit so viele Produkte getestet und miteinander verglichen, dass ich einfach mal wieder meine Gedanken ordnen muss. Und deswegen möchte ich heute einfach in Form einer Speed Review alles, was sich in meinem Kopf angestaut hat, loswerden. Bei dem einen oder anderen Produkt handelt es sich um eine First Impression, aber das werde ich entsprechend kennzeichnen, damit ihr einfach wisst, woran ihr seid. Die Eucerin Kids Sun Gel Creme hat mich leider extrem enttäuscht und irgendwie hatte ich tatsächlich erwartet, dass sie genauso toll sein wird wie deren Face Sun Gel, das mein Freund total liebt und das ich auch gerne ab und zu mal verwende. Aber diese Creme ist einfach was komplett anderes im Vergleich dazu und ich würde mir wünschen, dass Eucerin einfach die Formulierung von dem Face Gel nimmt und das in so eine riesengroße Tube packt, denn das ist einfach auch vom Hautgefühl, von der Performance ein komplett anderes Produkt. Ich meine, ja, die Formulierung ist ja auch anders, aber ich habe mir eine bessere Performance gewünscht, denn leider rollt sich diese Sonnencreme ab. Das heißt, wenn ich versuche, sie in der korrekten Menge aufzutragen, dann habe ich überall Krümel drauf. Außerdem ist sie vom Finish relativ schwartig und glänzend, also wirklich nicht vergleichbar mit dem Face Sun Gel. Und auch wenn ich versuche, sie zu reapplizieren, dann fängt sie eben auch an, sich abzurollen. Dann habe ich noch den Combo Balancing Toner von Kane. Ich hoffe, ich spreche die Marke richtig aus, denn es ist definitiv nicht Kane, aber ich weiß auch nicht genau, ob es Kane ist, verwendet und muss sagen, dass ich ihn bisher ganz angenehm finde. Ich mag auch den Eigengeruch, weil er etwas an aufgebrühten Tee erinnert. Ich mag auch die Konsistenz und wie sich das Produkt verteilen lässt und das Hautgefühl. Aber ich kann noch nicht sagen, ob er irgendeinen positiven Effekt auf meine Haut hat. Dafür muss ich ihn definitiv noch ein bisschen länger testen, aber ich vertrage ihn bisher gut und er fühlt sich auch, wie gesagt, sehr, sehr angenehm auf der Haut an. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen neuen Milky Toner von Haru Haru Wonder gefreut habe, denn ich möchte ein großes Vergleichsvideo von Milky Tonern machen und teste aktuell auch super viele Produkte und vergleiche sie miteinander. Und zum einen finde ich halt die Verpackung wunderschön und das Produkt ist auch parfümfrei. Aber was mir so vom ersten Eindruck aufgefallen ist, also deswegen hier die Markierung, dass es eine First Impression ist, dass er im Vergleich zu meinem Favoriten, und zwar ist das der Barrier Toner von Bar, deutlich schwerer auf der Haut ist und auch so ein leicht öliges Finish hinterlässt. Und das ist etwas, was ich zumindest im Sommer nicht unbedingt bevorzuge, weswegen ich ja auch den Barrier Toner von Bar so großartig finde, weil er einfach schön leicht und wässrig ist und sich nicht zu schwer auf der Haut anfühlt. Aber hier ist der erste Eindruck eher so in Richtung, das könnte ein gutes Herbst- bzw. Winterprodukt sein. Mein abschließendes Fazit kommt dazu noch, weil ich den definitiv noch länger testen muss. Aber wisst ihr, welches Produkt mich in den letzten Wochen extrem umgehauen hat? Dieses hier. Und zwar ist das die Oat-In Intense Cream von Purito und ich weiß gar nicht, warum ich es so lange hinausgezögert habe, sie zu testen. Wahrscheinlich wegen dem Preis, aber sie war halt letztens bei Yestel im Angebot. Also habe ich sie von meiner Wunschliste in meinen Warenkorb gepackt. Übrigens, falls ihr jemals bei Yestel bestellen solltet, dann nutzt sehr, sehr gerne meinen Code, damit ihr on top noch ein bisschen Rabatt erhaltet. Ich bekomme im Gegenzug eine kleine Provision, die ich wiederum dafür nutzen kann, weitere Produkte auszuprobieren. Und für genau dieses Produkt habe ich unter anderem meine Provision genutzt und ich bin einfach sowas von überrascht, wie großartig das ist. Ich habe eine eher fettarme Haut und bin im Sommer echt pingelig, was Moisturizer angeht, weil ich einfach nicht möchte, dass sich meine Haut so komisch schwitzig und schleimig und total ölig anfühlt. Deswegen sind einfach auch viele Produkte für mich eher ungeeignet, weil ich da mittlerweile sehr, sehr empfindlich bin, was das Hautgefühl angeht. Und dieser Moisturizer ist ein absoluter Traum. Zum einen riecht er wirklich, wirklich angenehm. Er hat halt einfach dieses leicht hefig, hafrige an sich, was ich total mag. Ich mag einfach diese
Brotgerüche oder Hafergerüche, vor allem wenn das dieser Eigengeruch ist. Ich weiß, viele Leute bevorzugen parfümierte Produkte, aber mich persönlich schreckt das mittlerweile ab. Ich bin ja jetzt seit mehreren Jahren abstinent, was parfümierte Leave-On-Produkte angeht, also Produkte, die auf der Haut verweilen, und bin da einfach auch, was meine Geruchssensorik angeht, so viel empfindlicher geworden und ja, dadurch auch deutlich pingeliger. Ich habe mir ja auch für dieses Jahr vorgenommen, zumindest für meine Haut, was Leave-On-Produkte angeht, keine parfümierten Produkte mehr auszuprobieren, sei es jetzt für die Arbeit oder weil ich neugierig bin. Und ich muss sagen, bisher läuft es richtig gut und meiner Haut ging es schon sehr lange nicht mehr so gut. Dazu müsst ihr vielleicht auch wissen, dass ich Duftstoffallergikerin bin. Das heißt, ich achte sowieso schon penibel darauf, dass bestimmte Sachen nicht in Produkten enthalten sind. Aber seit ich wirklich Anfang des Jahres auch darauf Acht gebe, möglichst parfümfreie Produkte zu nutzen, geht es meiner Haut noch einen kleinen Ticken besser. Und ich schweife jetzt komplett ab, denn eigentlich wollte ich was zu diesem Moisturizer sagen, der wirklich großartig ist. Purito hat ja auch diesen blauen Moisturizer mit Ceramiden. Der war ja auch eine Zeit lang ein absoluter Favorit von mir, wirklich ungeschlagen, um die Hautbarriere zu unterstützen. Aber ich glaube, er wurde vom Thron gestoßen, weil ich diesen Moisturizer einfach so viel angenehmer finde irgendwie auf der Haut. Er lässt sich gut verteilen, er ist nicht zu schwer, aber er ist auch nicht zu leicht. Er ist so ein perfektes Zwischending, um meine Hautbarriere zu unterstützen, um meine Haut zu beruhigen. Und ich merke auch einen deutlichen Unterschied, wenn ich diesen Moisturizer benutze. Ich verwende den auch tatsächlich über Nacht, also morgens verwende ich mittlerweile gar keine Moisturizer, sondern greife dann halt einfach auf meine Sonnencremes zurück oder auf ein Produkt, das eben einen Lichtschutzfaktor enthält. Und sowas trage ich dann halt abends über meinen Toner auf. Und bei diesem Moisturizer merke ich so einen krassen Unterschied, womit ich wirklich niemals gerechnet hätte. Von daher gibt es eine richtig fette Empfehlung dafür. Den B-Lab Matcha Hydrating Cleanser habe ich bisher zweimal verwendet. Das heißt, auch das hier ist eher eine First Impression. Und zwar einmal morgens und einmal abends. Ich muss sagen, dass ich ihn für morgens zu intensiv finde. Also danach spannt meine Haut ein bisschen zu stark. Also es ist noch nicht so extrem wie bei manchen anderen Produkten, aber für mich persönlich ist es too much, weil meine Haut nicht sonderlich viel Fett produziert. Aber für abends finde ich ihn bisher gar nicht mal so verkehrt, wenn ich dann irgendwas auf meiner Haut drauf habe. Das heißt, meine Hautpflege, meine Sonnencreme, ein bisschen Concealer oder sowas, da funktioniert er ganz gut. Wobei ich sagen muss, dass ich ihn noch nicht mit Mascara getestet habe und auch nur ganz leicht im Augenbereich verwendet habe. Das heißt, da muss ich auch definitiv noch ein bisschen länger testen, um rauszufinden, ob er für den Augenbereich geeignet ist. Und was mir auch aufgefallen ist, man braucht von diesem Cleanser wirklich nicht viel. Also es reicht eine erbsengroße Menge aus. Das ist wahrscheinlich eins der wenigen Produkte, von denen man das behaupten kann, denn bei Sonnencreme stimmt das definitiv nicht. Und diese kleinste Menge kann man so gut mit Wasser aufschäumen, dass einem dieser komplette Schaum fürs Gesicht ausreicht. Ein Produkt, von dem ich auch gar nicht gedacht hätte, dass es mir gefallen würde, ist diese Centella Madagascar Ampoule von SkinChonsa, die übrigens natürlich nicht 100% Centella enthält, denn da sind noch Lösungsmittel und ja, Konservierungsstoffe mit enthalten, aber es wird einfach anders deklariert, wobei ich glaube, dass das in Korea mittlerweile angepasst wurde. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher und ich weiß jetzt auch nicht, wie lang die Übergangsperiode ist und ob das nur für bestimmte Produkte gilt. Jedenfalls stimmt es nicht hundertprozentig, dass hier 100% Tigergras vorzufinden ist. Ich war einfach überrascht, was für einen positiven Effekt dieses Produkt auf meine Haut hat, denn nach den ersten paar Anwendungen konnte ich noch nicht wirklich sagen, ob dieses Produkt irgendwas macht, aber so nach und nach konnte ich einfach feststellen, dass es so einen
leicht beruhigenden Effekt aufweist. Also es macht sonst nicht viel, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es ja meine Haut beruhigt, dass sie weniger gereizt ist, wenn ich es benutze und vor allem, wenn ich es mit anderen Produkten mixe. Denn ich mag es echt gern, diese Centella Ampoule in beispielsweise meine Basic Creme von Purito reinzumischen. Das heißt, ich gebe mir abends was von der Creme auf meinen Handrücken, dann tröpfel ich so ein paar Tröpfchen von diesem Centella-Zeugs rein und trage das auf meine Haut auf. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es den beruhigenden Effekt von dieser Creme irgendwie unterstützt. Kommen wir zu den Drogerieprodukten und da würde ich erstmal mit dieser Waschcreme von Isana starten. Und zwar ist das die Isana Pure Waschcreme, die eine sanfte Reinigung verspricht, die ich auch zu 100% bestätigen kann. Denn diese Waschcreme ist wirklich super angenehm auf der Haut und nach dem Abspülen spannt nichts oder fühlt sich trocken an. Aber die Reinigungsleistung ist eher gering. Das heißt, wenn man viel Make-up drauf hat oder hartnäckige Mascara, Liquid Lipstick oder dergleichen, dafür ist die aus meiner Sicht nicht so gut geeignet. Aber wenn man mal frühst seine Haut reinigen muss oder beispielsweise mal nach dem Sport, weil man viel geschwitzt hat, dafür ist die echt gut geeignet. Was mich nicht so überzeugt hat, ist der Cleansing Balm von Isana. Ich habe den wirklich einige Male benutzt und habe versucht, etwas Positives darin zu finden, aber ich bin einfach kein Fan. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich eine super empfindliche Haut habe und dass ich mechanische Beanspruchung nicht so gerne mag. Denn dieser Cleansing Balm ist so ein bisschen wachsig, das heißt, man muss ihn eine Weile übers Gesicht rüberzehren, bis er schmilzt. Also er hat so eine, er ist nicht unbedingt wachsig, sondern er hat mehr so eine Vaseline-artige Konsistenz und fühlt sich auch wie Vaseline auf der Haut an. Und ich mag das absolut nicht, auf meiner Haut so extrem rumzuzerren, nur um ein Produkt gescheit verteilen zu können. Er schmilzt auch nicht so 100%ig zu einem Öl, sondern bleibt so Vaseline-artig, wie er ist. Und dadurch habe ich halt auch das Gefühl, dass ich selbst nach dem Abspülen noch so einen ganz dezenten Film auf der Haut habe. Dafür ist die One Skin Barrier Cream von Isana wirklich großartig und eine tolle Alternative zu der Balea Barriereschutzcreme, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, ins DM zu kommen oder ins Rossmann zu kommen. Deswegen ist es halt auch cool, wenn Drogeriekonzerne ähnliche Produkte ja ins Sortiment aufnehmen, denn wirklich jedes Mal, ich brauche nur irgendein Produkt von Isana zu zeigen, dann kommt irgendwer mit der Aussage daher, ja, dass man das ja nicht braucht, weil die M hat das schon, aber man muss sich halt auch irgendwie damit reinversetzen, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, ins DM zu kommen oder ins Rossmann zu kommen, weil die Filialen, die sind ja auch unterschiedlich verteilt. In manchen Orten, so wie in meinem, gibt es halt nur ein Rossmann, in anderen Orten gibt es halt nur ein DM und so weiter und so fort. Es hat halt nicht jeder die Möglichkeit oder aber auch die Zeit, in den nächsten Ort zu fahren, nur um ins DM oder ins Rossmann zu kommen, um sich ein ganz bestimmtes Produkt zu kaufen. Deswegen finde ich richtig cool, dass Rossmann das ins Sortiment aufgenommen hat. Vor allem, weil ich diese Creme deutlich besser finde im Vergleich zu deren Ceramide Cream. Und auch was die Unterschiede zur Balea Barriereschutzcreme angeht. Ich meine, die Unterschiede sind vorhanden. Es sind definitiv mehr Unterschiede da als Gemeinsamkeiten, aber auch diese Creme enthält barriereunterstützende Inhaltsstoffe und ich finde auch, dass sie sich vom Hautgefühl und auch von der Performance sehr ähnlich verhält. Ein absoluter Flop ist für mich leider der Resveratrol Moisturizer von Beauty Glam, weil ich ihn nicht in der korrekten Menge auftragen kann, ohne dass sich das Ganze von meinem Gesicht abrollt. Das heißt, er ist für mich null alltagstauglich und ich finde ihn vom Finish auch einfach zu spürbar und zu ölig auf der Haut. Das Alverde Sensitive Reinigungsöl ist kürzlich erst rausgekommen, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen, vor allem, weil ich es vorhin das erste Mal unter der Dusche direkt nach dem Sport ausprobiert habe und nicht sonderlich viel auf meiner Haut drauf hatte. Das heißt, was die Reinigungsleistung angeht,
kann ich einfach noch kein Fazit ziehen. Allerdings ist mein erster Eindruck durchaus positiv, weil es sich gut verteilen lässt, weil es angenehm riecht. Es ist komplett parfümfrei, aber hat einen sehr, sehr schönen, angenehmen und überhaupt nicht ranzigen Eigengeruch. Und beim Abspülen habe ich jetzt auch kein Brennen in den Augen feststellen können. Es lässt sich gut aufemulgieren. Und als ich es auch auf meinem Handrücken mit Foundation samt Puder, Lip Liner, mineralischer Sonnencreme und wasserfester Mascara ausprobiert habe, hat das einen ganz guten Job gemacht. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt darauf, es weiter zu testen. Dann habe ich ja noch zwei Produkte von Catrice, und zwar einmal das Brow Sleek Laminating Wax und die Catrice Glam Doll Endless Lash Mascara. Eine ehemalige Lieblingskundin von mir würde sagen, oh, es gibt endlich wieder was Neues von Catrice. Die war immer so süß, die hat sich so gefreut, wenn Catrice bzw. Catrice, so wie sie es ausgesprochen hat, was Neues rausgebracht hat. Und ja, wir haben uns dann lange darüber unterhalten und ich habe sie so ein bisschen beraten. Deswegen muss ich immer ein bisschen an sie denken, wenn Catrice irgendwas Neues launcht. Und das Brow Sleek Laminating Wax, das habe ich heute in einer meiner Augenbrauen drin und verwendet. Normalerweise nutze ich ja diesen Super Glue, der funktioniert für meine eher langen Augenbrauenhärchen wunderbar. Es gibt kaum ein Produkt, das sie zähmen kann, und zwar den ganzen Tag über. Deswegen habe ich das auch schon mehrfach nachgekauft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das weniger meine Augenbrauenhärchen zusammenhält. Also ich kann hier schon stellenweise sehen, dass sich da irgendwas wieder abgesetzt hat und versucht auszubrechen. Das ist mir bei dem Gel noch nie passiert. Deswegen weiß ich nicht genau, wie sich das weiter schlagen wird. Aber ich werde es natürlich weiter testen. Ich mag auch die Konsistenz nicht ganz so gerne, weil es doch so, keine Ahnung, so ein bisschen dicker ist und man dadurch weniger ein Gefühl dafür hat, wo man das bereits aufgetragen hat und wie sich das verteilt hat. Und das Bürstchen ist natürlich auch riesig im Vergleich zu dem Bürstchen in diesem Super Glue Brow Gel. Denn mit dem kleinen Bürstchen kann ich viel, viel besser durch meine Augenbrauenhärchen durchkämmen und habe da eine bessere Kontrolle. Und das hier ist ja fast schon so ein Mascara-Bürstchen. Die Mascara habe ich heute drauf und muss sagen, dass ich sie bisher eigentlich ganz nett finde. Ich finde jetzt nicht, dass sie sonderlich viel Volumen gibt, sondern die Wimpern eher trennt und ja, ihnen einfach Länge verleiht. Ich mag auch dieses kleine Bürstchen, weil man damit sehr schön zwischen die Wimpern gehen kann und die richtig schön ausfächern kann. Natürlich habe ich auch eine Wimpernzange benutzt, denn ohne Wimpernzange würde ich diesen Effekt definitiv nicht erzielen, weil meine Wimpern relativ gerade sind. Aber ich denke mal, so für einen eher natürlichen und leichten und so dezent ausgefächerten Look ist die Mascara richtig gut geeignet. Haarpflege ist echt so ein Thema für sich, weil ich mich aktuell auf einer persönlichen Haarpflege-Journey befinde. Ich habe mir sogar 2 sehr teure Fachbücher zum Thema Haarpflege gekauft, die auch wissenschaftlich fundiert sind, weil es mich wirklich fuchsig gemacht hat, nicht zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich meine, ich rede natürlich ab und zu mit meiner Friseurin darüber, was halt so die Einflüsse aufs Haar sind und warum meine Haare so sind, wie sie sind und was sie brauchen und so weiter und so fort. Und dann kommt dann meistens nur, ja, weil es so ist. Und auch wenn ich mir dann Social-Media-Content anschaue, da wird selten was im Detail erklärt oder Quellen angegeben und das halt irgendwie faktenbasiert drüber gebracht. Es wird halt immer nur gesagt, es ist so und es war schon immer so und ich bin Friseur oder ich bin Friseurin und deswegen ist das so. Und ich frage mich dann aber immer, wieso ist das aber so? Ich möchte das im Detail wissen. Klar gibt es da unterschiedliche Präferenzen und es gibt Leute, denen ist das egal, aber ich habe dann irgendwie mal diesen Wissensdurst und diese Neugier zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und deswegen habe ich mir halt 2 sauteure Fachbücher gekauft und die wirklich verschlungen, denn so ein paar Basics kenne ich ja auch, die hatte ich auch während meiner Ausbildung und ich weiß ja auch, dass mein Haar
relativ anspruchslos ist und ich da nicht viel benötige, aber ich habe so einen krassen Switch festgestellt zwischen Winterpflege und Sommerpflege und auch dadurch, dass ich meine Längen habe kürzen lassen, haben sich meine Haare so ein bisschen anders verhalten im Vergleich zum Winter und im Vergleich zu den Produkten, die ich normalerweise benutze. Denn ich habe ja mittlerweile Produkte gefunden, die gut für mich funktionieren und die gut für meine Haare funktionieren. Aber ich merke das jedes Jahr aufs Neue, dass die im Sommer irgendwie meine Haare sehr stark beschweren und sie sehr strähnig aussehen lassen, obwohl ich die im Winter wahnsinnig gerne mag. Und ich wollte dem auf den Grund gehen und weiß auch mittlerweile, woran das liegt. Natürlich auch zum einen daran, dass ich habe meine Längen kürzen lassen und dadurch, dass die Haare, je länger sie sind, natürlich dann in dem unteren Bereich poröser und spröder werden und Pflegeprodukte besser aufnehmen. Das ist ja jetzt weg. Das heißt, hier in diesen mittleren Längen, die jetzt noch da sind, sind meine Haare weniger porös. Und dadurch, dass im Sommer auch die Luftfeuchtigkeit höher ist, kann es eben auch dazu führen, dass Produkte, die normalerweise im Winter für einen gut funktionieren, ja, dass die einfach die Haare zu stark beschweren. Und so habe ich mich auf die Suche begeben, Produkte zu finden, die ich benutzen kann. Denn wenn ich meine Haare wasche, und keinen Conditioner reingebe, dann sind die halt vor allem jetzt im Sommer so ein bisschen frizzy und ich mag das auch nicht. Und ich mag das auch nicht, wenn die sich dann so trocken nach der Haarwäsche anfühlen. Aber meine Standard-Conditioner sind mir aktuell zu viel und es gibt allgemein nicht sonderlich viele Produkte, die parfümfrei sind und die halt auch zeitgleich für meine Haare funktionieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, mich durch Leave-In-Conditioner zu testen oder Produkte, die wie Leave-In-Conditioner funktionieren könnten und habe dann diese 3 in der Drogerie gefunden. Denn um ehrlich zu sein, bin ich auch ein absoluter Geizhals, was Haarpflege angeht, weil ich mir halt denke, ja, das ist halt so tote Substanz, was hier so runterhängt und ich will da jetzt nicht 30 € für ein Produkt ausgeben, dass ich mir in die Haarlängen sprühe. Mal davon abgesehen, dass es da, wie gesagt, nicht sonderlich viel Auswahl gibt, wenn man Duftstoffallergikerin ist und allgemein ja so ein paar Probleme mit parfümierten Produkten hat. Also habe ich mir diese 3 Produkte zugelegt. Und zwar ist das einmal die Balea Seidenglanz Sprühpflege. Dann habe ich das Isana Professional All-in-One Treatment Hitzeschutzspray und von Aveo das Leichtchem Spray aus der Babyabteilung. Und ich muss sagen, dass das hier noch nicht wirklich das Ende meiner Journey ist, denn perfekt sind diese Produkte leider nicht, weil man sie auch schnell überdosieren kann, vor allem diese beiden hier. Also da muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel in meine Handflächen reinsprühe, wenn ich das dann in meinen Haarlängen verteile, weil das einfach ansonsten meine Haare wieder strähnig aussehen lässt. Natürlich nicht so strähnig wie mit meinen Standard-Conditionern, aber trotzdem halt leicht strähnig. Deswegen muss ich vor allem bei diesen Produkten sehr darauf achten, dass ich nicht zu viel benutze. Was das Leichtchem Spray angeht, dafür geht eine Empfehlung raus, wenn ihr kein Problem mit der intensiven Beduftung habt. Also es ist schon krass parfümiert und es riecht sehr, sehr synthetisch. Aber ansonsten funktioniert das wunderbar, vor allem jetzt im Sommer. Ich bin weiterhin auf der Suche nach Leave-In-Produkten, die für meine eher feinen Haare gut geeignet sind, die auch keine allzu hohe Porosität aufweisen. Und übrigens, falls ihr Interesse an einem extra Video haben solltet zum Thema Haarpflege und was ich so benutze und was ich für mich persönlich rausgefunden habe, so neben den Basics, die ich in meiner Ausbildung hatte, dann schreibt das gerne in die Kommentare und ich kann das definitiv umsetzen. Das war's mit all meinen getesteten Produkten. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat und euch gefallen hat. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr eins dieser Produkte kennt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und es wäre auch richtig, richtig nice, wenn ihr dieses Video teilen würdet, denn wie ihr wisst, hilft das mir und meinem Kanal extrem auf die Sprünge. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!